welcome to German Jam, your German for Beginners podcast. I'm your host, Verena, and as always, I will read you a simple German story at slow speed to help you improve your German comprehension and grow your vocabulary. We give you German subtitles so you can read along. But if you don't know a word yet, don't panic, we've added English subtitles too. So just turn on the English subtitles here on YouTube. If our content helps you with your language learning, please support us by giving us a big thumbs up, and if you would like to be notified whenever we post a new video, make sure to subscribe to our channel and hit the bell. Are you ready? Bist du bereit? Dann geht's jetzt los! Chapter 1, Kapitel 1, viel zu müde, way too tired. Let's go! Nein, bitte noch 5 Minuten schlafen. Heute klingelt mein Wecker viel zu früh. Ich bin noch sehr müde. Ohne die Augen zu öffnen, schalte ich den Wecker aus. Doch nach 10 Minuten klingelt der Wecker wieder. Ich schalte den Wecker wieder aus. Nach 10 Minuten klingelt der Wecker erneut. Ich ignoriere den Wecker insgesamt 5 Mal. Dann muss ich wirklich aufstehen. Ich gähne laut und strecke mich. Heute ist ein wichtiger Tag. Um 13 Uhr habe ich ein Bewerbungsgespräch für einen Job in Wien. Wien liegt rund 60 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Mit dem Auto braucht man etwa 40 Minuten dorthin. Aber Autofahren in Wien ist mein größter Albtraum. Es gibt dort viel zu viele komplizierte Straßen und Kreuzungen. Und dann gibt es dort auch noch Busse und die BIM. Wie furchtbar! Darum fahre ich lieber mit dem Zug. Mit dem Zug bin ich sogar schneller in Wien. Zum Glück sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich sehr gut. Außerdem fahre ich gerne mit dem Zug. Aber nun erstmal Kaffee, sage ich und schalte die Kaffeemaschine ein. Heute Morgen brauche ich einen doppelten Espresso. Ich stecke eine Scheibe Brot in den Toaster und hole den Butter aus dem Kühlschrank. Dann setze ich mich an den Küchentisch, um zu frühstücken. Während ich frühstücke, lese ich die Nachrichten auf meinem Handy. Nichts als schlechte Nachrichten jeden Tag, sage ich zu mir selbst. Ich trinke meinen Espresso und
ein Glas Wasser. Jetzt bin ich wirklich wach. Nach dem Frühstück gehe ich duschen. Unter der Dusche übe ich die Fragen und Antworten für das Bewerbungsgespräch. Warum sollten wir Sie einstellen, Frau Meier-Müller? Gute Frage, Herr Nowak. Ich bin fleißig, ambitioniert, proaktiv und einfach wunderbar, sage ich zu mir selbst unter der Dusche. Dann steige ich aus der Dusche und grinse in den Spiegel. Ich putze mir die Zähne, föhne meine Haare und trage etwas Make-up auf. Ich ziehe eine schwarze Hose, eine weiße Bluse und einen blauen Blazer an. Ich wähle goldene Ohrringe und eine passende goldene Halskette aus. Und welche Schuhe soll ich tragen? Braun oder schwarz? Frage ich mich. Die braunen Schuhe sind bequem, aber sie sind nicht so schön wie meine schwarzen Schuhe. Die schwarzen Schuhe haben einen hohen Absatz und sehen toll aus. Aber ich kann darin nicht sehr gut laufen. Sie sind ein bisschen zu eng und nicht sehr praktisch. Eigentlich muss ich heute nicht sehr weit zu Fuß gehen. Ich muss nur zur Bahnstation gehen und dann vom Wiener Hauptbahnhof zur U-Bahn-Station. Dann muss ich 3 Stationen mit der U-Bahn fahren und dann noch ein paar 100 Meter zu Fuß gehen. Ich überlege. Dann entscheide ich mich für die braunen, bequemen Schuhe. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Bestimmt wird beim Bewerbungsgespräch niemand auf meine Schuhe schauen. Ich stecke eine Flasche Wasser und ein paar Snacks in meine Tasche. Nüsse, Mandarinen und einen Müsli-Riegel. Nach einem Bewerbungsgespräch bin ich immer sehr hungrig. Was noch? Habe ich etwas vergessen? Ich schaue in meine Tasche. Essen, Wasser, Taschentücher, Handy, Geld, Schlüssel, Regenschirm? Brauche ich heute einen Regenschirm? Ich frage mein Handy. Hey Google, wie ist das Wetter in Wien? Momentan ist es in Wien regnerisch bei 2 Grad. Am Nachmittag wird es regnen, sagt mein Handy. Alles klar, ich nehme besser meinen Regenschirm mit.